Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese legere, extravagante Sternenjacke oder Zipfeljacke für euch entworfen und gehäkelt. Die Jacke mit Ärmeln habe ich aus Acrylwolle gehäkelt. Die Infos dazu findet ihr wie immer auf der Materialseite nach dem Intro. Die Jacke ohne Ärmel war mein Probestück. Das habe ich aus einem Baumwollmischgarn gehäkelt, von dem ich noch eine ausreichende Menge zu Hause hatte. Dieses Garn ist allerdings nicht mehr erhältlich. Ich habe euch aber ähnliche Garne in der Infobox verlinkt. Die Anleitung ist grundsätzlich für fast jedes Material geeignet und enthält wie gewohnt die Angaben von Größe 36 bis 50. Mit einem Baumwollmischgarn fällt die Jacke weicher und fließender, mit Wolle oder Acrylwolle ist sie dafür wärmer und kuscheliger. Beide Jacken sind genau gleich gemacht, nur einmal mit und einmal ohne Ärmel. Im Video findet ihr natürlich die komplette Anleitung inklusive Ärmeln. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Sternenjacke nehme ich die Soft and Easy Color von Schachenmeier. Sie besteht zu 100% aus Polyacryl. Das ist die Farbe Nummer 95. Ein Knäuel hat 100 Gramm und 235 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Und ich häkle in den Ring weitere 10 Stäbchen, sodass wir inklusive Ersatzstäbchen 11 Stäbchen haben. Und wenn ich meine 11 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 11 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 5 Luftmaschen. 3 zählen als Stäbchen und 2 sind für den Abstand. Und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Dadurch ist ein V entstanden und wir häkeln in jede zweite Masche ein V. Wir lassen eine Masche aus, häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche, wo das Stäbchen schon drin ist, noch einmal ein Stäbchen. Jetzt haben wir 2 V und wir lassen wieder eine Masche aus, häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und das machen wir in jede zweite Masche.
Das letzte V häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir lassen auch hier eine Masche aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen. Und wir müssen ganz genau 6 V haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das muss genau stimmen. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln 3 Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen und wir häkeln ins V hinein 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Wir springen ins nächste V und häkeln 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und das machen wir mit jedem V so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch in das letzte V häkeln wir zunächst 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und jetzt häkeln wir 3 Stäbchen. 2 davon gehören zur Gruppe und 1 ist das Randstäbchen. Wir haben auch am Anfang 3 Luftmaschen gemacht und die sind am Anfang der Reihe ebenfalls das Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und jetzt lassen wir immer das erste Stäbchen aus und starten auf dem zweiten Stäbchen. Das ist in dieser Reihe das Stäbchen direkt vor der Lücke. Dann häkeln wir immer in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen und dann noch ein Stäbchen nach der Lücke, so dass wir jetzt auf beiden Seiten der Lücke 3 Stäbchen haben. Jetzt lassen wir 2 Maschen aus. Das letzte dieser Gruppe und das erste der nächsten Gruppe. 2 Maschenköpfe auslassen. Und wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, dann in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und ein Stäbchen nach der Lücke. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln wieder ein Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Wir haben jetzt immer 3 Stäbchen beidseitig der Lücke und das machen wir bis zum Ende der Reihe genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch in der letzten Gruppe funktioniert das gleich. Wir lassen 2 Maschenköpfe aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke,
Dann lassen wir eine Masche aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir haben auch am Anfang der Reihe eine Masche ausgelassen. Wir wenden die Arbeit und im Prinzip sind jetzt alle Reihen immer gleich. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen das erste Stäbchen aus und jetzt brauchen wir bis zur Lücke schon 2 Stäbchen. In die Lücke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und jetzt nach der Lücke 2 Stäbchen, sodass wir jetzt beidseitig der Lücke 4 Stäbchen haben. Diese beiden lassen wir immer aus, immer das letzte der Gruppe und dann das erste der nächsten Gruppe, immer 2 Maschen. Dann häkeln wir 2 Stäbchen bis zur Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. 2 auslassen, 2 Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen nach der Lücke. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch die letzte Gruppe hat auf beiden Seiten 4 Stäbchen. Am Ende der Reihe muss immer ein Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig bleiben. Das normale Stäbchen überspringen wir und häkeln ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir wenden und wie gesagt, im Prinzip sind alle Reihen jetzt genau gleich. Es kommt in jeder Reihe hier auf beiden Seiten ein Stäbchen dazu. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt. Die nächste Masche lassen wir aus. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke. Jetzt sind es schon 3 Stäbchen. Dann häkeln wir immer 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und in dieser Reihe 3 Stäbchen nach der Lücke. Und wir lassen immer das letzte Stäbchen aus und das erste Stäbchen. Also immer 2 Maschenköpfe. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke und in die Lücke immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und nach der Lücke häkeln wir gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. Jetzt haben wir beidseitig der Lücke 5 Stäbchen und in der nächsten Reihe sind es dann 6, dann 7, dann 8 und so weiter. Und ich zeige euch auch das Ende der Reihe noch einmal und dort sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir haben am Schluss ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen lassen wir aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir machen noch eine Reihe gemeinsam. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Damit ist die erste Masche besetzt. Die zweite lassen wir aus und häkeln alle Stäbchen, die vorhanden sind, bis zur Lücke. Jetzt sind es schon 4. In jeder Reihe kommt eins dazu. Die Spitze bleibt immer gleich mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und auf der anderen Seite der Lücke häkeln wir gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. In dieser Reihe sind es 4 und zwischen den Zacken haben wir immer 2 Maschen, die wir überspringen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Das letzte Stäbchen lassen wir aus und häkeln ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Die Form muss genauso aussehen wie bei mir. Die Spitzen neigen sich nach unten und wir haben genau 6 Zacken. Das muss passen und wir wiederholen jetzt diese Musterreihe sinngemäß so oft, bis dieser Stern eine bestimmte Größe erreicht hat. Dazu schaut euch bitte die nächste Einstellung an. Da zeige ich euch, wie ihr messen müsst und welches Maß ihr für eure Größe benötigt. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Stern hat die passende Größe für mich erreicht und jetzt zeige ich euch, wie ihr messen müsst. Und wir brauchen 2 Maße. Das erste Maß ist die Passenhöhe, das zweite Maß ist die Zackenbreite. Wichtig ist, legt euch das Teil auf eine glatte Oberfläche, schön flach hin, nicht gedehnt, und dann könnt ihr messen, und zwar die Passenhöhe messen wir vom Anfang, wo wir die Jacke begonnen haben, bis an den Rand hinunter, und zwar zwischen 2 Zacken, nicht in der Spitze, sondern zwischen 2 Zacken, also die niedrigere Höhe. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Das sind Richtwerte, die müssen ungefähr passen. Das zweite Maß ist wichtiger, das muss erreicht werden, und zwar die Breite der Zacken, und die messen wir von dieser Lücke hier bis zu dieser Lücke gerade hinüber. Dieses Maß muss erreicht werden. Eine Zacke muss so breit sein, dass euer Arm durchpasst. Deshalb hier darf es nicht weniger sein als oben angegeben. Und wenn ihr diese Maße erreicht habt, können wir die Ärmel abteilen. Und die Reihe, in der wir die Ärmel abteilen, mache ich ein klein wenig anders. Wir starten wie immer mit 3 Luftmaschen, lassen den nächsten Maschenkopf aus und häkeln wie gewohnt
bis zur Spitze und dann bis ins nächste Tal. Also eine Zacke, genau wie immer häkeln und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die erste Zacke wie gewohnt gehäkelt. Die nächste Zacke bildet den Ärmel und hier würden wir jetzt normalerweise diese beiden Maschenköpfe auslassen. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich häkle auch in dieses letzte Stäbchen vor der Lücke ein Stäbchen. Dann lasse ich eine ganze Zacke aus, die bildet den Ärmel und auch hier starte ich auf dem ersten Stäbchen nach der Lücke. Ich lasse also kein Stäbchen aus und häkle jetzt die nächsten beiden Zacken genau wie immer. Die sind das Rückenteil, da gibt es keine Besonderheiten, so wie wir es vorhin auch gemacht haben. 2 Zacken häkeln und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe diese beiden Zacken jetzt gehäkelt. Hier haben wir den Ärmel abgeteilt, hier ist ein Vorderteil, der Ärmel und diese beiden Zacken bilden das Rückenteil und jetzt teilen wir den nächsten Ärmel ab und ich häkle auch hier bis zur Lücke hin Stäbchen, dann lasse ich wieder einen ganzen Zacken aus und suche mir das nächste Tal und hier starte ich auf dem ersten Stäbchen nach der Lücke und der letzte Zacken, der noch übrig ist, bildet das zweite Vorderteil. Diesen Zacken häkeln wir genau wie immer zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch das Ende der Reihe ist genau wie immer. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Jetzt werde ich die Jacke so falten, wie es sich gehört und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Jacke jetzt so gefaltet, wie sie später getragen wird. Ihr seht hier die beiden abgeteilten Ärmel, hier sind die Vorderteile und 2 Zacken bilden das Rückenteil. Und bis jetzt war es ja so, dass alle Kanten immer gleich viele Stäbchen hatten. Durch das Abteilen der Ärmel haben wir auf diesen Kanten, die am Abteilen der Ärmel beteiligt waren, ein Stäbchen mehr. Das spielt keine Rolle, das ist kein Fehler und das kann auch so belassen werden. Und wir machen noch eine Reihe gemeinsam. Ab jetzt geht das Muster wieder wie gewohnt weiter. Pro Reihe erhalten wir pro Kante ein Stäbchen mehr. Wir starten mit 3 Luftmaschen, lassen den nächsten Maschenkopf aus und häkeln wie gewohnt die erste Zacke ab, bis wir unter dem Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die erste Zacke abgehäkelt, genau wie immer. Unter dem Arm machen wir es jetzt wieder so. Wir lassen das letzte Stäbchen und das erste Stäbchen aus und häkeln unser Zackenmuster weiter, genau wie immer. Und auf der anderen Seite machen wir das genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Ihr seht, auch unter dem Arm geht das jetzt wie gewohnt weiter. Wir haben folgenden Unterschied. Vorher hatten wir 6 Zacken und jetzt haben wir nur noch 4 Zacken. Die beiden Ärmelzacken bleiben jetzt im Moment unbehäkelt und wir haben folgende Situation. Wir haben auf diesen beiden Kanten, die beim Abteilen der Ärmel beteiligt waren, jeweils ein Stäbchen mehr. Das spielt wie gesagt keine Rolle. Ab jetzt geht das Muster wieder wie gewohnt weiter. Pro Reihe erhalten wir pro Kante ein Stäbchen mehr. Und ich schreibe euch für die Gesamtlänge einen Richtwert oben in die Ecke, und zwar gemessen von ganz oben, also in der rückwärtigen Mitte. Und wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke sieht in der Zwischenzeit so aus. Sie hat eine Gesamtlänge von ca. 72 cm und zwar hier von ganz oben bis herunter gemessen, in der rückwärtigen Mitte gemessen. Und für mich ist das lang genug und jetzt bearbeiten wir die vorderen Kanten und ab jetzt bestimmen wir sozusagen die schöne Seite der Jacke. Bisher hat es keine schöne Seite gegeben. Das ist jetzt die schöne Seite, das bedeutet, diese Reihe, die wir jetzt häkeln, ist eine Hinreihe. Und ich starte mit einer Luftmasche und häkle in die erste Lücke 2 halbe Stäbchen. In die nächste Lücke häkle ich 3 halbe Stäbchen. Dann wieder 2 halbe Stäbchen und dann wieder 3 halbe Stäbchen. Das Ganze muss schön flach werden, es darf sich nicht zusammenziehen und es darf auch nicht wellen. Und das mache ich im selben Rhythmus weiter, abwechselnd 2 halbe Stäbchen und 3 halbe Stäbchen. Und hier oben beim Hals würde ich das auch machen, in diesen Anfangsring hinein, bis wir wieder bei der unteren Kante der Jacke ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am unteren Rand der Jacke wieder angekommen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit einer Luftmasche und ich häkle sofort in den ersten Maschenkopf das erste halbe Stäbchen und häkle alle halben Stäbchen, die vorhanden sind, wieder zurück und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe alle halben Stäbchen wieder zurückgehäkelt bis ganz an den Rand und ich habe die Knopflöcher folgendermaßen eingeteilt. Ich habe vom oberen Rand, wo wir die Jacke begonnen haben, circa 34 cm heruntergemessen und hier eine Klammer angebracht. Eine Klammer deckt bei mir 2 Maschen zu. Dieses Maß ist ein Richtwert, das findet ihr am besten vor dem Spiegel heraus, wo ihr das oberste Knopfloch haben wollt. Dann habe ich circa im Abstand von 11 cm weitere 2 Klammern gesetzt. Jede Klammer deckt 2 Maschen zu und ich habe zum Beispiel dazwischen 18
Maschen. Auch das kann bei euch anders sein. Es kann euch als Richtwert dienen. Wie gesagt, hier dazwischen sind 11 cm bei mir. Und jetzt starten wir wieder mit einer Luftmasche und häkeln in den ersten Maschenkopf das erste halbe Stäbchen und wir häkeln bis zur ersten Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der ersten Klammer angekommen. Ich entferne die Klammer, ich häkle 2 Luftmaschen, ich lasse 2 Maschen aus und hier starte ich wieder mit den halben Stäbchen und das macht ihr bei allen Klammern so. Dann häkeln wir die Reihe zu Ende und dann häkeln wir wieder zurück bis zum obersten Knopfloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe beim obersten Knopfloch angekommen und ich häkle bis zum letzten schönen Maschenkopf. Diesen Maschenkopf, der schon ins Knopfloch hineinhängt, lasse ich frei. Dafür häkle ich 3 halbe Stäbchen in das Knopfloch hinein und häkle dann auf dem nächsten schönen Maschenkopf weiter. Und das machen wir bei allen Knopflöchern gleich. Dann häkeln wir noch eine Reihe halbe Stäbchen darüber und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe insgesamt 5 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt. Am Ende häkle ich noch eine Reihe feste Maschen, damit der Rand noch ganz ein bisschen eingehalten wird. Ich häkle eine Luftmasche und starte im ersten Maschenkopf mit der ersten festen Masche. Und wenn ich diese Reihe gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Blende mit einer Reihe fester Maschen beendet. Am Ende mache ich immer eine Luftmasche zur Absicherung und dann habe ich den Faden vernäht und ich habe auch schon die Knöpfe angenäht und die Jacke mit den kurzen Ärmeln ist somit fertig. Und für die anderen, die gern lange Ärmel möchten, werde ich einen Ärmel vorbereiten und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den ersten Ärmel vorbereitet und ich habe circa 20 cm noch dran gehäkelt, hier von unter dem Arm gemessen und den zweiten Ärmel machen wir gemeinsam. Die Länge ist ein Richtwert, die findet ihr am besten vor dem Spiegel heraus. Den zweiten Ärmel beginnen wir genau wie den ersten unter dem Arm. Ihr seht hier diese Stäbchenreihe, wo wir den Ärmel abgeteilt haben und hier steche ich ein am rechten Rand des Stäbchens. Ich mache einen Knoten. Ich steche noch einmal um das Stäbchen herum, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen und häkle ein zweites Stäbchen in dieselbe Lücke. Dann häkle ich hier in der Ecke, wo dieses Stäbchen schon drin ist, ein Stäbchen und dann häkle ich Stäbchen, bis wir zur Lücke kommen, bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
Ich bin bei der Spitze angekommen und die häkle ich jetzt ein bisschen anders. Ich häkle in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und diese Zahl bis zur Lücke, die solltet ihr euch jetzt merken, denn wir achten darauf, dass wir auf der anderen Seite der Lücke genau gleich viele Stäbchen haben. Das heißt, wir häkeln jetzt hier wieder weiter. Dieses Stäbchen gehört schon zur anderen Seite. Und wenn wir unter dem Arm angekommen sind, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Auch hier habe ich noch 2 Stäbchen in diese Stäbchenreihe gehäkelt und wie gesagt, ich habe darauf geachtet, dass auf beiden Seiten der Spitze gleich viele Stäbchen sind. Und jetzt schließen wir zur Runde in die 3. Luftmasche und wir häkeln eine weitere Kettmasche in den nächsten Kopf, in den nächsten Maschenkopf und am Ende der Runde überspringen wir dann diese beiden Stäbchen, das zeige ich euch dann, damit diese Maschenzahl, die wir jetzt haben, unverändert bleibt. Wir häkeln also wieder 3 Luftmaschen, häkeln wieder Stäbchen bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Spitze angekommen. In die Spitze häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen. Wir nehmen also in der Spitze 2 Stäbchen zu und die müssen wir unter dem Arm wieder abnehmen und unter dem Arm sehen wir uns wieder und da zeige ich euch das. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und wie gesagt, wir müssen hier 2 Maschen abnehmen. Das heißt, auf dieser Seite lassen wir dieses Stäbchen aus und hier lassen wir das Ersatzstäbchen aus. Wir schließen wieder in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens vom Beginn und häkeln eine Kettmasche in den nächsten Maschenkopf. Hier entstehen wieder solche Lücken. Und ich zeige euch die Reihe noch einmal. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen, die vorhanden sind, bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir häkeln in die Spitze ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und häkeln wieder Stäbchen rundherum und unter dem Arm sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen, hier ganz gut schauen. Wir lassen das letzte normale Stäbchen von dieser Seite aus und das Ersatzstäbchen von der anderen Seite. Und wir schließen in die 3. Luftmasche zur Runde und häkeln eine weitere Kettmasche ins nächste Stäbchen. Und das Ganze sieht so aus unter dem Arm. Und falls ihr euch hier einmal unsicher seid, könnt ihr das ganz einfach kontrollieren. Es sind immer gleich viele Stäbchen auf dieser Seite bis zur Spitze und auf dieser Seite bis zur Spitze und die Maschenzahl bleibt die ganze Zeit gleich. Und wir wiederholen diese Reihe, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Wie gesagt, bei mir sind es ungefähr 20 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nur noch die Fäden vernähen
und unsere wunderschöne Sternenjacke ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser wunderschönen Sternenjacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.